Minasan konnichiwa. Heute werde ich darüber sprechen, wie ich Deutsch gelernt habe, weil viele Leute mich danach gefragt haben. Und in einfachen Wörtern würde ich sagen, dass man erst viele Vokabeln lernen sollte und gleichzeitig viel Deutsch hören sollte. Und danach soll man die Grammatik richtig lernen und versuchen, das beim Sprechen zu verwenden. Ich werde jetzt über meine Erfahrungen sprechen. Ich hatte zweimal pro Woche Deutschunterricht für 2 Jahre in der Schule und im ersten Jahr habe ich gar nichts verstanden oder gelernt. Ich habe die Tabelle für die Artikel gesehen und ich dachte, hä, das kann ich nicht lernen und meine Motivation war einfach weg. Und ich wusste nicht, dass Deutsch so schwierig ist, auch weil ich Deutsch ohne Grund angefangen habe. Im zweiten Jahr hatte ich Motivation, weil ich die Chance hatte, Deutschland zu besuchen. Und da konnte ich nichts verstehen, aber ich habe mich in Deutschland verliebt und ich dachte, dass ich nach Deutschland umziehen wollte. Und deswegen habe ich angefangen, Deutsch richtig zu lernen. Zuerst habe ich ungefähr 1600 Wörter mit diesem Vokabelbuch gelernt, aber die Bedeutungen wurden auf Japanisch geschrieben und Japanisch ist einfach zu anders vom Deutschen. Also ich habe alles ins Englisch übersetzt und ich habe alles, also die Nomen mit den Artikeln und die Verben mit den Präpositionen gelernt. Ich hatte mal die Gelegenheit, an einem nationalen Sprachwettbewerb teilzunehmen und für die Vorbereitung habe ich genau wiederholt, wie die Deutschen aussprechen. Und in dem Zug zur Schule, also ungefähr 1,5 Stunden, habe ich mir die ganze Zeit Deutsch von einer CD angehört, auch wenn ich nichts verstehen konnte. Und deswegen war meine Aussprache viel besser und mit meiner Partnerin konnte ich gewinnen. Im Unterricht habe ich angefangen, nur auf Deutsch zu sprechen, weil ich immer Englisch benutzt habe. Und mein Deutsch war nicht so gut, aber ich habe irgendwie mit meinen Händen gezeigt, was ich sagen wollte. Und im März 2019 habe ich das Goethe A2-Zertifikat bekommen. Danach hat das Bildungsministerium von Japan mir ein Stipendium gegeben und damit bin ich in eine Sprachschule in Berlin für 3 Wochen gegangen. Das war im Sommer 2019 und ich war im B1-Unterricht, aber ich habe immer auf Englisch mit den anderen geredet. Aber ich habe viel Deutsch gelernt. Die Lehrerin von meiner Highschool hat mir einen Rat gegeben, um mein Deutsch zu verbessern. Und sie hat gesagt, dass ich schon die Grundlagen von der deutschen Grammatik kann, weil ich schon A2 gelernt habe. Und sie sagte, dass ich versuchen sollte, alles richtig zu sagen. Und jedes Mal, dass ich gesprochen habe, habe ich an die Tabelle mit den Artikeln und Adjektiven gedacht und ich habe mich 10-mal wiederholt, bevor ich was Richtiges sagen konnte. Aber nach ein paar Wochen musste ich mich nicht so oft wiederholen. Nach 3 Tagen nach der Rückkehr nach Japan bin ich nochmal nach Deutschland geflogen, weil der pädagogische Austauschdienst mir ein Stipendium gegeben hat. Und mit diesem Stipendium konnte ich einen ganzen Monat in Deutschland bleiben und ich war mit anderen Schülerinnen und Schülern aus aller Welt und wir haben Städte wie Bonn, Köln, Hamburg, Berlin, München besucht. Und wir haben uns nur auf Deutsch unterhalten und ich hatte natürlich Schwierigkeiten damit, aber deswegen ist mein Deutsch viel besser geworden. Nachdem ich nach Japan zurückgeflogen bin, habe ich das B2-Zertifikat bekommen,
Das war also ungefähr 6 Monaten, nachdem ich das A2-Zertifikat bekommen habe. Aber ich musste mich auf den Center-Test in Japan vorbereiten und deswegen konnte ich nicht so viel Deutsch benutzen oder lernen, nachdem ich das B2-Zertifikat bekommen habe. An der Uni im Winter 2020 hatte ich C1-Unterricht und im Februar 2021 habe ich den Test DAF geschrieben, also den Test Deutsch als Fremdsprache, und damit habe ich gezeigt, dass mein Deutsch genug für ein Studium auf Deutsch ist. Natürlich mache ich noch viele Fehler auf Deutsch, aber ich fühle mich bequem mit dieser Sprache. Deutsch hat ja viele Regeln und man sagt, dass es eine schwierige Sprache ist. Aber wie die Deutschen sagen, Übung macht den Meister. Danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg beim Deutschlernen. Tschüss!